I don't believe that it's just the value or the quality that is required for leadership. Ich glaube eigentlich nicht, dass man nur ganz bestimmte Qualitäten braucht, um führen zu können. But I think what's important is the leadership style. Aber ich denke, was sehr wichtig ist, ist die Art, ist der Führungsstil selber. Because if you look at the style of leadership, then you're looking at integration. Weil wenn man sich diese Führungsstile anschaut, dann kommt man hin zu diesem Punkt der mit einbeziehen. You know, it's not being driven by the two P's of product and profit. Der bezieht sich nicht nur auf diese beiden Bereiche, auf die Produkte und auf den Prozess. It's also acknowledging and appreciating the input of individuals into the collective. Es sollte auch diesen Einfluss, was der Einzelne in das Ganze eingibt, auch das sollte unbedingt mit bedacht werden. The cooperation that took place with everyone working in unity to achieve something. Diese Kooperation, die miteinander zustande gekommen ist, um etwas gemeinsam zu erzielen. And these are all process-oriented words. They're not, singular words. I did it, so I get the pride. Das ist prozessorientiert und das wendet sich weg von dem Ich habe das getan, ich habe das und das vollbracht. And that's for me, a true leader is one who never, ever acknowledges it was because of him or her. Und für mich ist eine wahre Führungspersönlichkeit eine solche Person, die niemals die Dinge auf sich selber bezieht. Also ich habe das und das gemacht. But it's a little bit more like the Mandela leadership. Es ist vielleicht ein bisschen mehr so wie Nelson Mandela geführt hat. In which it was your success. Der immer zeigte, we did it together. Ihr habt das gemacht, es ist euer Erfolg, wir haben das zusammen hinbekommen. So I think the fundamental shift that's happening in the style of leadership now, it's moving away from the individual to the collective. Ich denke, im Moment haben wir eine Bewegung, dass sich der Führungsstil wegbewegt von dem Einzelnen hin zu kleinen Gruppen oder Gemeinschaften. And maybe we have a long way to go to get to where we want to go. Vielleicht haben wir noch einen langen Weg vor uns, um dorthin zu kommen. But it's going to be less about I and more about we. Es geht dann weniger um das Ich, aber vielmehr um das Wir. Da gibt es ja auch so ein schönes Zitat von dem Saint-Exupéry, kennt ihr vielleicht oder kennen Sie vielleicht, ne? Und zwar geht es darum, wenn man gemeinsam ein Schiff bauen will, dann bring nicht bei, wo man das Holz holt, wie man die Handwerkzeuge benutzt, wo man das Wasser holt, wie man die Latten zusammenhaut, sondern zeige den Menschen die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Und das ist ja auch das, was einige Firmen versuchen, die Unternehmensphilosophie gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu gestalten. Und da kommen wir ja zu dem wichtigen Thema Sinn. Wofür arbeite ich, für wen arbeite ich, für was für ein Ziel arbeite ich? Und wie kann ich mich als Individuum mit diesem Ziel der Unternehmensphilosophie verbinden und anknüpfen? Und wenn diese Motivation gegeben ist, dann kann man gemeinsam alles schaffen.